Hi Leute, ja, mal eine ganz interessante Frage an euch zum neuen Jahr, weil ich gerne mal wüsste, wie das bei euch so aussieht. Ich persönlich nutze ja nun schon im Prinzip in allen YouTube-Videos, kennt ihr es gar nicht anders, mein Mainsail, was ich immer hatte, seitdem ich Clipper besitze. Und ich hatte zwischendurch ja mal Fluid ausprobiert. Das hat mir damals nicht so richtig zugesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil es halt so sehr einfach gehalten war und irgendwie funktionsmäßig doch um einiges weniger geboten hat als Mainsail. Jetzt mittlerweile habe ich allerdings, weil ich bei einem sehr guten Freund gesehen habe, wie wir dort diese Multimaterial-Unit installiert haben, die es gibt mit dem, ach, ich komme jetzt gerade nicht drauf, ist auch egal. Da musste dann die Fluid-Oberfläche drauf, weil das auf Mainsail nicht läuft oder nicht vernünftig läuft. Und da bin ich dann ein bisschen mit Mainsail, also nicht mehr mit Mainsail, sondern mit Fluid in Berührung gekommen. Und muss ganz ehrlich gestehen, die neue Version von Fluid oder die neueren Versionen, die gefallen mir echt gut. Also im Prinzip für mich fast besser wie Mainsail. Und daher an euch die Frage, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal großartig reingeguckt hat, aber ich empfinde es als aufgeräumter. Gut, hier die Makros habe ich noch nicht angelegt, dass die halt gruppiert werden wie in Mainsail. Das ist alles klar, aber hier zum Beispiel hat man auch dann die 3D-Vorschau, die kann man sogar live mitlaufen lassen, was ja im Mainsail dieser G-Code-Betrachter ist, wo man dann extern reingehen muss. Und der hier auch ziemlich laggy ist bei größeren Teilen, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn man da nicht gerade einen Pi 4 mit 8 GB dranhängen hat. Und das ist hier alles überhaupt nicht der Fall. Hier, also im Prinzip läuft diese Oberfläche hier, ganz ehrlich gesagt, fast wie Octoprint. Also die läuft perfekt von vorne bis hinten und eigentlich um einiges schneller. Mir kommt es auch manchmal leichter vor und ich finde mich auch für mich gesehen teilweise besser zurecht. Aber wie gesagt, also ich möchte es mal von euch wissen. Ich bin sehr interessiert daran. Also ich versuche jetzt gerade so ein bisschen irgendwie noch ein paar, ja, wie soll ich sagen, fragende Worte zu finden, aber ich bin halt sehr interessiert daran, wie ihr das seht, ob ihr das schon mal getestet habt oder ob ihr da gar nicht reingeschaut habt und jetzt vielleicht Interesse bekommen habt, da reinzuschauen, weil man hier auch ein paar Sachen mehr anzeigen lassen kann. Also gerade hier kann man halt auch anzeigen lassen, Temperaturänderungen, Änderungsrate anzeigen und soweit ich weiß, geht das in Mainsail nicht. Nö. In Mainsail geht das nicht. Also irgendwie ist da in Mainsail so ein bisschen was verloren gegangen von so Kleinigkeiten, die manchmal ganz interessant sein können, weil gerade diese Temperaturänderungsrate, dann sieht man nämlich, wie das mit dem Heizen funktioniert. Also ab wo quasi die Heizung auch nicht mehr so gut hinterherkommt, weil das fand ich schon sehr gut, weil ich hatte halt immer so die Vermutung, wann quasi das Heizbett so ziemlich am Ende ist und das hat mir hier diese Anzeige schon genauso in der Statistik im Prinzip bewiesen, wo es dann halt nicht mehr weitergeht. Also es ist einfach nur ein Gimmick, aber das sind so Kleinigkeiten, die finde ich halt sehr schön. Gut, das Bild hier ist halt nicht groß, das müsste man dann anklicken, aber das ist auch nicht schlecht. Das hier ist auch aufgeräumter, empfinde ich jetzt so, aber naja, ich will nicht weiter hier das Video ausschmücken. 3 Minuten ist schon lang genug darüber geredet. Ähm, Lasst mal irgendwas da, wie ihr das Ganze seht. Ich könnte jetzt nochmal eine aktuelle Datei laden, damit man das mal sieht, wie das hier aussieht. Ja, dann mache ich das Video doch noch ein bisschen länger. Also man kann das hier auf jeden Fall, ja, ist halt deutlich besser, wie wenn ich jetzt das Ganze hier in dem Mainsail G-Code-Betrachter mache. Habe ich jetzt so irgendwie, weiß ich nicht, also der ist immer, also bei mir ist er zumindest immer, gerade wenn dann der Druck noch läuft, ist das alles ziemlich laggy, das ganze System. Und das ist ja jetzt hier im Fluid ist das gar nicht der Fall. Jetzt funktioniert das Ganze, aber wenn dann halt der Druck läuft und man möchte gerade so ein Live-Bild oder sowas sehen, was halt hier in Fluid überhaupt kein Problem ist, sich da mal eine Schicht anzugucken einzeln, das ist halt sofort da. Also wirklich sofort da. Man kann sogar sagen, vorherige und letzte Schicht anzeigen, damit man da so ein bisschen Overlay bekommt. Und das ist alles, also absolut mega. Ich bin echt, wahrscheinlich werde ich da komplett auf, also bei den Clipper-Druckern, die jetzt noch da sind, werde ich wahrscheinlich auf Fluid umsteigen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ich muss noch ein paar Sachen einschieben. Wenn ich jetzt sowieso schon so lange darüber gesprochen habe, muss ich es auch noch ein bisschen oder möchte ich es noch ein bisschen weiter erläutern, weil es könnte sein, dass sonst Nachfragen kommen. Was halt auch noch so ein großer Knackpunkt ist in der ganzen Fluid-Geschichte, wenn man hier in die Systeminformationen reingeht. Bekommt man ausführliche Systeminformationen über alles direkt angezeigt, ohne irgendwas. Bekommt sogar Daten der SD-Karte angezeigt, wie hier zum Beispiel das Herstellungsdatum. Die habe ich in 2022 gekauft, 2015 hergestellt. Gut, kann passieren. Ist Lagerware wahrscheinlich. Aber die ganz anderen Sachen. Die MCU, das ist alles ein bisschen hübscher. Aber das hier, das ist was ich schon seit längerem eigentlich suche, weil man sieht hier nämlich, wenn die MCU in irgendwas reinläuft, wo dann auf einmal irgendwas ganz komisch wird oder vielleicht sogar der Druck abschmiert und man ist hier schnell genug drin, dann kann man hier eventuell sogar was sehen. Das habe ich habe eigentlich gedacht, das kommt bei Mainsail irgendwann mal, weil sie ja hier auch bei Mainsail so ein bisschen die ganzen Lasten und so reingepackt haben. Aber das hier ist sowas von ausführlich. Das ist ja für mich jetzt quasi schon das, was ich jetzt halt industriemäßig kenne, wenn ich jetzt irgendwo bei unserer Abkantpresse oder so und mache da die Maschinendaten auf. Da sieht man halt auch die Lasten oder die Datenverbindungslasten zwischen den einzelnen Geräten und sowas, zwischen den einzelnen Schnittstellen. Und das ist halt genau das, was ich mir eigentlich vorstelle, wenn ich mal eine Datenanalyse machen will oder halt eine Echtzeitanalyse, wenn ich sehe, so ein Druck läuft irgendwie spitze auf Knopf, weil der Pi vielleicht nicht hinterherkommt oder sonst irgendwas, aber dann sehe ich wenigstens hier, ob es an Clipper liegt oder an Moonraker oder an der MCU oder ob einfach der Pi halt an sich nicht mehr mitkommt und vom RAM her einen Buffer-Overflow oder so bekommt. Ja, das noch so klein eingeschoben, weil die anderen Sachen sind halt auch ein bisschen anders. Also die Konfigurationsdateien liegen halt offen, die Logdateien liegen auch offen. Das ist nicht wie in Mainsail, wo man unten halt einfach nur die 3 Sachen abrufen kann und kann halt die Logdateien zurücksetzen, also rerollen. Ja, abstimmungsmäßig ist das Ganze auch ein bisschen anders. Ist ja recht ähnlich. Man hat halt hier so ein bisschen das Ganze auch schöner, sage ich jetzt mal, wie die Heightmap hier. Vor allen Dingen hat man halt in der Heightmap auch ein paar Sachen noch mit drin, die man halt dann aktivieren kann und man kann auch den Drucker home. Und das finde ich schon alles ganz cool. Zeitraffer ist ja effektiv dasselbe, sage ich jetzt mal. Sieht nur ein bisschen anders aus, aber das Rendering und alles ist dasselbe. Also das ist nichts anderes, das Bilder speichern und Rendering. Aber hier kann man halt sogar noch die Einstellungen bearbeiten im Fluid, was man hier halt nicht kann. Da kann man nur rendern und ist dann halt im Prinzip fertig. Ja, Aufgabenverlauf ist auch ein bisschen anders gestaltet. Leichter. Hier hat man halt ein bisschen mehr Statistiken. Das finde ich hier jetzt cooler. Aber ja, G-Code-Vorschau ist halt die gleiche G-Code-Vorschau, die auch im Hauptfenster liegt. Konsole ist halt auch dasselbe. Also da ändert sich nichts dran. Ja, das jetzt mal so ganz grob und ganz schnell überrissen für alles, warum ich das Fluid jetzt gerade im Moment halt irgendwie cooler finde. Und man kann hier oben halt auch den Button hinzufügen. Ich weiß nicht, ob man das bei Mainsail kann mittlerweile, habe ich jetzt nicht geschaut. Aber es ist halt auch so, dass ja direkt eine Benutzerverwaltung hier im Fluid mitgegeben wird, wo man ja auch einen API-Code hinterlegen kann. Oder es wird sogar ein API-Code standardmäßig angelegt. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, will ich aber jetzt auch nicht gucken. Ja, falls da Interesse besteht, können wir auch gerne mal darüber ein bisschen ausführlicheres Video machen. Da muss ich mich aber auch erst einarbeiten. Kommt dann zwischendurch mal. Ja, dann noch so eine kleine Ankündigung. Es könnte sein, dass demnächst ein bisschen Bamboo-Lab-Content kommt. Was da kommt, lasst euch überraschen, weil ich habe da versucht, so ein bisschen was klarzumachen für mich und auch für euch. Und das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Was aber nicht der Fall ist, ist, dass der Kanal halt aufgenommen wird ins Partnerprogramm oder sowas. Das ist nicht der Fall. Das machen sie im Moment nicht. Aber vielleicht gibt es da so ein paar kleine Gimmicks oder so für mich jetzt erstmal, damit ich euch was zeigen kann. Und ja, ich hoffe, dass das Ganze funktioniert. Nur mal so als kleine Info am Rande. Bis zum nächsten Video. Habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche.